Hallo und holla, willkommen zu einer neuen Folge Südamerika Update, hier live aus Pilar. Vor 2 Jahren haben wir angefangen, den Regenwald zu bauen, das Projekt zu starten. Ich habe ganz viele Videos, Updates und Bilder gesehen und jetzt bin ich das erste Mal live hier und ich bin gespannt, was sich hinter den Türen alles tut. Und deshalb möchte ich euch einladen, folgt mir mal in die Werkstatt der Familie Martinez und dann lassen wir uns gemeinsam inspirieren von dem Regenwald, der dort entsteht. Hey, Gerd. Hello, Peter. Hi. Hey, man. So nice to finally have you here. This is a really interesting moment now because you can see in the current construction that we have all 3 stages. The first section that we started so much time ago is almost fully green. Now we have this section that has plaster and paint ready, and it has this new area that is only under construction. Wir haben vor etwa 4 Jahren angefangen, in Hamburg Pläne für den Regenwald zu entwerfen. Und den Raum in Hamburg kenne ich in- und auswendig. Die ganzen Säulen, wo irgendwas ist, die Decke, die Größe, die Dimensionen. Und ich kenne das Papier. Aber ich kenne nicht, was hier entsteht. Und ich weiß nicht, wie das dann mal später zusammenpassen soll. Das ist eins unserer größten Herausforderungen bei dem Projekt. Wie passt das alles mit der unterschiedlichen Konstruktion? Und Peter, mich würde interessieren, wie geht's dir damit? Luckily, we have the plans from Tanya and we could build these pillars to help us give an impression of how this will look in the exhibition place. When you have the deck here and the different kind of lighting that this will have, it changes a lot of the impressions that you get of the model. So I am also very curious about how this is going to end at the end. Bei diesem Bauabschnitt Regenwald finde ich es einfach nur überwältigend, wie klein ich mich hier fühle bei den Riesendimensionen. Und man sieht es hier, ich stehe jetzt hier mitten auf der Anlage und das ist jetzt hier noch nicht die endgültige Höhe von dem Berg. Der geht da hier nur höher. Aber das Problem an der Geschichte ist, hier ist unsere Decke im Wunderland. Das heißt, der Berg, der geht aber unter der Decke bis an die nächste Wand, geht aber noch über die Decke. Also das heißt, das zu konstruieren, ist einfach Herausforderung. Und da können wir uns nur immer so auf 20 Zentimeter nähern und dann erstmal stoppen. Der Rest muss dann in Hamburg gebaut werden, damit wir später auch noch Spiel haben, das ganze Ding anzupassen. Also hier haben wir schon ein hohes Gerippe von einem Berg. Und hier ist so ein tiefes Tal. Peter, was wird da entstehen? Do you want to sit down? Perhaps it's a good... Yeah, maybe. Yeah. Oh, Don't fall. it's the angel fall. Der Angel. This is the Tepuy, and what we are trying to show here is the Angel Fall, which is the largest waterfall or jump of water on Earth. So it's pretty difficult because it's a huge mountain. Although we have a large section of the model to represent it, we're still not enough. So the trick here is to have like this highlight, this picture of the Angel Fall that people will recognize when they are standing over there in the railing. Wir wären ja nicht das Wunderland, wenn wir jetzt schon aufhören würden mit einem einfachen Wasserfall. Wir möchten gern, dass der Wasserfall sich irgendwie bewegt, dass da irgendeine Animation stattfindet. Wir wissen nur noch nicht wie und was. Aber Echtwasser können wir nicht verwenden, denn hier mitten in der Anlage ist es einfach zu problematisch. Also das heißt, kriegen wir das hin mit irgendeinem Lichteffekt oder mit irgendeinem Rollband, das sich hier bewegt, irgendwas in Bewegung zu setzen, sodass das wirklich die Gewalt des Wassers ist, die man dort sieht. Peter, ich stehe jetzt hier mitten im Regenwald, aber das sieht aus wie die Schweizer Berge. Well, this is also the Peruvian Andes. So we absolutely need to have these valleys with tall mountains in both sides. And one of the reasons that we have tall mountains is also because there is a high line here. And the high line cannot only be like touching the tips of the mountains, it also needs to be integrated into the scenery. So this is... Who planned the High Line? You did, yeah. At the moment, it looks really desertic, a little bit like Atacama, but
there is 24,000 trees to be planted on these mountains. So no worries, it's going to look green. Ja, und warum sind die Berge so hoch geworden? Das haben wir natürlich so geplant, denn wir möchten, dass es mit den Gleisen drunter und drüber geht. Deshalb haben wir die in verschiedenen Höhen angebracht. Wir möchten gern, dass die Gleise einmal über die Köpfe der Gäste laufen, in die nächsten Abschnitte rein. Also das soll wirklich ein Erlebnis sein, man soll durch die Eisenbahnwelt durchlaufen können. Wir haben jetzt ein paar Herausforderungen. Hier an dem Teil möchten wir das Tal überbrücken. Hier sind 2 Brückenköpfe, da kommt eine Brücke rein. Und Peter hat sich schon Gedanken gemacht, was da passen könnte. Eine Brücke, die es in Realität auch so gibt. Diese Brücke ist im Original 100 Meter hoch. Wir mussten die etwas höher setzen, aber trotzdem, was erhalten bleibt, ist einfach die gigantische Brücke. Und da kann man sich nur fragen, könntet ihr euch vorstellen, darüber zu fahren über die hohe Brücke? Aber Peter, wie sollen wir, also jetzt du stehst auf der einen Seite, ich stehe auf der anderen Seite der Brücke. Und wenn wir die Anlage betreiben und jetzt mal angenommen, wir kommen von dieser Seite, wie kommen wir denn jetzt überall hier hin? Was meinst du, wie kommen wir hier ran? Well, you can try to pass underneath, right? Oh. Try. You're a big guy. I don't know how easy it's going to be for you. Okay. But remember, it's going to be trees and a lot of things around. Nun ist es aber doch so, dass es auch Bäume gibt, die 60 Zentimeter hoch sind. Wie sollen denn die da noch mit rein oder dazu passen? Jetzt habe ich hier so ein Musterexemplar, was hier gebaut worden ist. Mit 60 Zentimeter Höhen ist natürlich ein gigantischer Baum, aber wie passt das alles zusammen? Most of the trees measure between 40 and 60 meters. And of course, since the space is very limited, we need to shrink everything, and we need to take care to play with the scales, to play with the perspective, with the distance, because I don't have so much space for the river, I don't have so much space for the houses, so I need to also make the forest a little bit shorter, so in the overall view, everything looks a little bit bigger. This is perhaps the only place where we are able to show the real size of the trees of Amazonas. Here we want to have really tall examples of trees, and it will be a large forest, as you can see, and we have the possibility to really look inside the forest and to see the details and the layers of the forest and interesting things and surprises happening among the trees. Okay, so you may wonder how Dennis and his crew access such a large model with trucks waving through the middle of the model. For that, we have 10 different options. Seht ihr die Klappen hier? Habt ihr das gesehen? Man ist mitten in der Anlage drin und kann vielleicht gar nicht erahnen, dass das eine Klappe ist. Lasst uns gerne das in den Kommentaren wissen, ob ihr es gesehen habt. Ich habe jetzt hier viele Eindrücke gewonnen von dem, was hier die letzten Jahre gebaut worden ist. Und der Unterschied zwischen dem, was ich in den Bildern gesehen habe und dem, was ich hier erlebt habe, der ist wie Tag und Nacht. Ich bin total überwältigt, wie groß und massiv der ganze Regenwald ist. Und vor allem die Wirkung der weiten Flächen und die hohen Berge dazu. Das ist bewegend. Das ist ganz schwer zu beschreiben. Das ist ähnlich wie jahrelang eine CD von einer Band zu hören und dann die Band live zu sehen. Das ist ebenso ein Unterschied von Tag und Nacht. Und das Live ist das besondere Erlebnis hier bei meinem Besuch jetzt hier in Pilar. Ich gehe jetzt hier die Treppe hoch. Ihr müsst euch vorstellen, auf der anderen Seite sind auch noch Berge. Und dann gehen wir in einem Tal hoch Richtung Machu Picchu. Ja, und ich kann euch nur sagen, diesen Blick, den kann man nicht filmen, den muss man live sehen. Ich bin total geflasht und bin wirklich tief beeindruckt, was die Familie Martinez hier geleistet hat, wie viel Herzblut die da in den Abschnitt reinhauen, was daraus geworden ist. Ich kenne das Ganze nur am Papier und in Videos und nun live zu sehen, das war ein absolutes Hammererlebnis. Und mit diesen Eindrücken möchte ich mich verabschieden und sage Adios.